Hast du mal wieder frei irgendwann jetzt die Woche? Nee, Vollgas? heute ist frei. Tut mir leid. Alles Jetzt habe gut. ich ein schlechtes Gewissen. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Gregor Kobel, herzlich willkommen bei X-Bionic. Danke. Du bist heute hier, weil wir eine ganz besondere Partnerschaft lancieren. Endlich dürfen wir darüber reden. Wir haben sehr lange darauf hingearbeitet. Wir kennen uns schon seit einem 1,5 Jahr. So sieht's Und aus. jetzt ist es soweit. Jetzt können wir die Katze aus dem Sack lassen. Du hast dich entschieden, bei X-Bionic zu investieren, dem Team beizutreten und gemeinsam mit uns die Reise anzutreten, die Marke in die Welt zu tragen, die Marke weiterzuentwickeln, unsere Produkte weiterzuentwickeln und gemeinsam erfolgreich zu sein. So sieht's aus. Ich habe super Bock. Wir machen einen coolen Job und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Mega cool, wir freuen uns auch. Erzähl doch mal kurz, du bist zu X-Bionic gekommen, weil du in deinem Lifestyle als Leistungssportler sehr, sehr breit trainierst. Ja. Eben als wir das erste Mal gesprochen haben, hast du mir erzählt, du gehst viel laufen, du gehst Radfahren, du machst Krafttraining und da hast du X-Bionic benutzt und warst eigentlich begeistert von den Produkten. Ja, wie du sagst, ich war eigentlich von Anfang an sehr begeistert von den Produkten, weil ich einfach gemerkt habe, es fühlt sich sehr gut an. Die Qualität ist extrem gut, extrem hoch. Einfach so ein bisschen von der Kompression, alles, was mit Schwitzen zu tun hat, fühlt sich einfach sehr angenehm an der Haut. Und ich merke einfach, dass ich da performancemäßig unterstützt werde. Und egal ob Sommer oder Winter, ich war jetzt erst gerade letztens mit meiner Familie in den Bergen, mit meinem Hund auch, haben eine lange Wanderung gehabt und überall, wo eigentlich das Thema Schwitzen ein bisschen da ist, da weiß ich, dass ich hier mit unseren Produkten extrem gut aufgestellt bin. Mega cool, wir freuen uns so sehr über dieses Feedback. Du kannst dir vorstellen, wir lieben, was wir hier tun. Wir selber lieben alle Sport. Wir lieben es zu schwitzen, Sommer wie Winter. Ich mache selber sehr viel Trailrunning, Mountainbiking, Klettern, Bergsteigen und ja, wir sind den ganzen Tag am Tüfteln, wie wir die Produkte noch ein bisschen besser machen können und noch ein bisschen schleifen können. Du trägst viel das Effektor-Shirt, so heißt es. Das ist das Shirt, was hier auf dem Tisch liegt. Genau, vor allem beim Krafttraining, weil ich einfach so ein bisschen die Kompression sehr mag daran. Ich habe es zwar auch beim Wandern auch angehabt, Ja. aber ich trage eigentlich alles sehr, sehr gerne. Ich muss sagen, sei es jetzt mal im Sommer ein bisschen was Leichteres, wenn du jetzt nicht so ein anstrengendes Krafttraining hast oder ein anstrengendes Training, gibt es Sachen, die einfach sehr, sehr gut sich anfühlen auf der Haut. Und sowieso, wenn es dann in performance-technische Sachen geht, dann bin ich sowieso immer gut aufgestellt hier mit dem Zeug, weil merkt man einfach, dass es einem unterstützt und einem hilft. Sehr cool. Was war für dich der Grund zu sagen, komm, ich möchte unternehmerisch dabei sein und möchte die Marke unterstützen und über Jahre gemeinsam die Brand aufbauen? Ja, weil ich die Vision und die Reise cool finde. Ich finde, die Produkte haben mich von Anfang an überzeugt. Die Qualität hat mich überzeugt. Ebenso ein bisschen das Mindset, was ich auch habe. So ein bisschen wo kannst du noch was rausholen, wo kannst du noch ein bisschen was verbessern. Mit dem identifiziere ich mich einfach komplett, weil es auch ein bisschen zu meiner Philosophie gehört, was du im Sport einfach zu tun hast. Ja, und ich finde, wir sind ja alles coole Leute, die ein gemeinsames Ziel haben und da wollte ich dabei sein von Anfang an. Mhm. Aus Zürich raus in die Welt. So sieht's aus. So wie du es selber auch gemacht hast in deinem Sport, oder? Genau, so sieht's aus. Mega cool. Ja, und Gregor, auf was freust du dich besonders in unserer Zusammenarbeit? Ich freue mich extrem, einfach dabei zu sein, auch die Sachen weiterzuentwickeln, vielleicht auch ein bisschen meine Perspektive und meinen Input geben zu können. Wir haben ja da einen sehr engen Kontakt und ihr seid ja eben, wie schon erwähnt, auch immer Leute, die einfach versuchen, noch ein bisschen was rauszuholen, auch mal einen anderen Blickwinkel zu sehen. Und von daher freue ich mich sehr, da dabei zu sein und schätze es auch so ein bisschen von der Zusammenarbeit, dass wir das so eng auch machen können. Das wird sicher klasse. Mega cool. Lass uns vielleicht kurz einen Schritt zurückgehen zu deiner sportlichen Karriere. Wie wird man Weltklasse? Ja, ich glaube, wichtig ist, dass du von Anfang an einfach versuchst, das Beste aus dir herauszuholen. Auch für mich zählt einfach immer besser werden zu wollen, Tag für Tag zu schauen, an was für Stellen man vielleicht noch ein bisschen schrauben kann, wo man noch was rausholen kann.
ja, einfach Tag zu Tag zu nutzen und versuchen, besser zu werden. Mhm. Ich habe in deiner Vita gelesen, dein Papa war auch Profisportler. Hast du das Sportlergehen schon mit der Muttermilch mitbekommen? Gibt es hier was Ja, vielleicht. Spezielles mit der Schweizer Milch? Vielleicht. Nee, mein Vater war tatsächlich Eishockey-Profi selber. Er konnte mir sicher viel mitbringen, viel beibringen, gerade in meiner Kindheit, was so ein bisschen das Sportler-Mindset angeht. Ich bin auch sehr froh für seine Unterstützung und auch so ein bisschen in eine Sportlerfamilie hinein geboren zu sein. Ich finde, im Sport lernst du immer coole Leute kennen. Das Sportler-Mindset ist ein Teil von meinem Leben, auch so ein bisschen der Lifestyle an sich und wird es auch sicher nach meiner Karriere bleiben, weil es mir einfach unglaublichen Spaß macht. Super cool. Bei X-Bionic lieben wir es zu schwitzen. So haben wir uns auch kennengelernt. Wir kennen uns jetzt seit knapp 1,5 Jahren. Und du hast mir damals erzählt, dass ja, als Torhüter bist du multisportiv. Du trainierst auch sehr oft alleine, nicht nur die Zeit auf dem Platz, sondern du machst sehr viel Athletik, sehr viel Krafttraining, Ausdauertraining und hast X-Bionic beim Sport und ja, in all deinem ja, Sportler-Lifestyle kennen und lieben gelernt. Und erzähl uns mal ein bisschen, wie sieht so ein Alltag aus von so einem Torhüter, der das ganze Jahr Sommer und Winter immer auf höchstem Niveau performen muss? Ja, klar, Fußballtorhüter ist sicher eine spezielle Position im Gegensatz jetzt zu einem Feldspieler, weil ich natürlich noch eine ganz andere Dimension habe, die zu meinem Beruf auch dazugehört, was das Torwartspiel angeht, was Bällefangen angeht. Und so muss ich natürlich auch anders trainieren, das ist klar. Ich glaube, es gibt fast alle Bereiche, Kraft, Ausdauer, technisch, taktisch, was alles da dazugehört. Und ich bin immer sehr gut eingedeckt von unseren Produkten. Gerade was Krafttraining angeht, ziehe ich sehr gerne sowas an. Einfach durch die Kompression, überall eigentlich, wo ich schwitze, ziehe ich unser Zeug extrem gerne an, weil es sich einfach gut anfühlt auf der Haut. Performance-technisch einfach, ich weiß, dass es was bringt. Ich war letztens erst gerade auch in den Bergen, habe eine schöne Wanderung gemacht mit meiner Familie, wo ich das Zeug auch anhatte. Sommer, Winter, das spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Da weiß ich, dass ich hier immer sehr gut eingedeckt bin. Super, super. Das freut uns mega. Du hast vorhin so kurz ein bisschen erklärt, Sportler-Mindset, immer einen Schritt weitergehen, immer eigenen Grenzen verschieben. Das ist was ich sehr, sehr oft höre, auch von anderen Top-Sportlern. Marco Odermatt sagt es auch immer. Er spricht immer von den letzten 3%, die man Ja. rausholen muss, über spezielle Produkte, über nochmal ein anderes Training. Das fasziniert mich extrem, dass ihr eigentlich immer für die kleinen Stellschrauben geht, um nochmal diesen kleinen Schritt weiterzugehen. Klar, das ist auch ein bisschen das, was auch wirklich Spaß macht oder mir auch sehr Spaß macht an unserem Job. So ein bisschen dieses Mindset und gucken, wo geht noch was kann man noch machen, vielleicht noch was anpassen. Und genau so seid ihr hier ja auch, seid ihr hier auch eingestellt. Das merkt man einfach bei den Produkten und bei der Qualität. Ja, ihr versucht auch immer einen Step zu machen und deswegen fand ich euch von Anfang an sympathisch. Mhm. Ja, und freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit. Mhm. Super, vielen Dank. Vielleicht, wenn wir kurz auf 2026 schauen, ein ganz spezielles Jahr. Wir starten heute mit unserer Partnerschaft und dann kommt noch ein wahrscheinlich Highlight, wenn ich mir das so vorstellen kann, So ein sieht's aus. absolutes Highlight, die WM in den USA. Du bist als Nationaltorhüter der Schweiz im Dienst an vorderster Front. Genau. Was geht da in dir ab? Ja, Riesenfreude natürlich. Ich glaube, es ist immer speziell, wenn du das Trikot von der Nationalmannschaft tragen darfst und da auf dem Platz stehst. Aber gerade so eine WM ist sicher noch mal so ein Tick extra, nochmal was Spezielles, was ein Kindheitstraum ist, der auch in Erfüllung geht oder hoffentlich in Erfüllung gehen wird dann im Sommer. Von daher sind wir alle sehr aufgeregt und freuen uns sehr auf das Turnier und werden unser Bestes geben, um auch den maximalen Erfolg herauszuholen. Also wir von X-Bionic werden es eng verfolgen und euch natürlich unterstützen Dankeschön. und fanen für euch und sind jetzt schon stolz, dass ihr da auftretet und uns vertretet und es wird ein tolles Turnier. Dankeschön. Gregor, wenn man schon so weit oben ist wie du spielst an der Weltspitze dieses Jahr, spielst du Weltmeisterschaft für dein Heimatland. Was sind deine Pläne für die nächsten Jahre? Wo willst du in den nächsten 5 bis 10 Jahren hin? Was sind deine Träume als Spitzensportler? Ich glaube immer, ich bin immer sehr gerne im Moment.
versuche mich auf das zu fokussieren, was ich heute machen kann, um besser zu sein. Auch nach wie vor einfach an mir und meiner Leistung zu arbeiten für die Zukunft und alles, was noch kommt, freue ich mich sehr drauf und lasse ich auf mich zukommen. Mhm. Sehr cool. Wir freuen uns auf jeden Fall, werden die Reise gemeinsam gehen und darauf jeden freuen Fall. wir uns extrem. Jetzt, ja, zurück zum Jahr 2026, Aha. WM in den USA. Klar, Hast du noch Tickets für uns, wenn ich mit dem Marco nach LA kommen will, um euch anzufeuern? das soll ich hinkriegen. Also, Marco, wenn du noch das Spiel schauen willst, dann läutest mir einfach an und ich versuche alles zu machen, für dich natürlich. Freue mich. Super, vielen Dank, Gregor. Gerne.